Please get ready. 1 minute, start over. Also ich liebe das Macao-Rennen. Der ganze Flair, das Chinesische und ich habe es einfach gerne. Es ist der Mix zwischen Portugiesen, alte Kolonialgebäude und dann chinesische kleine Baracken, wo sie alles verkaufen. Also die Chinesen sind ja der Wahnsinn. Ja? Entweder verkaufen sie alles, was sie irgendwo finden, oder sie, ich weiß es nicht, das ist so. Sie sind so geschäftig, oder? Sie müssen entweder tun sie spielen und zocken oder verkaufen. Sie sind so richtig geschäftstüchtig. Das finde ich richtig cool. Was auch noch was Besonderes ist, wenn wir zu Rennstrecken in Macao rübergehen, jeden Morgen und auch zweimal am Nachmittag, ist, dass du gehst dort vorbei, wo die Abwasserkanalisation rauskommt und dort stinkt es echt ungemein dort am Hafen. Und genau dort sitzen die Chinesen immer und fischen, weil dort sind natürlich am meisten Fische, da kommt die ganze Scheiße ins Wasser. Und da sind natürlich die Fische und picken sie noch raus, was irgendwie verdaulich ist. Ja, das gibt schon ein bisschen ein komisches Gefühl, wenn man dann am Abend irgendwelche Fische im Restaurant am Teller hat, dann denken sie, hoffentlich hat er es nicht dort gefangen. Ja, der Macao GP ist ganz ein spezielles Rennen, denn es ist an einem ganz speziellen Ort, nämlich in der Nähe von Hongkong. Es ist eine Halbinsel, die an China dranhängt, aber so eine Selbstverwaltungszone war, jetzt eigentlich zu China gehört. Und früher war es Portugal, eine portugiesische Kolonie. Und ja, was soll man sagen, es ist das Las Vegas von China, denn es wird nirgends so viel gespielt wie dort auf der kleinen Halbinsel von Macao. Und natürlich ist es der Austragungsort von einem von den spektakulärsten Rennen, die es gibt. Nämlich ist da an einem Wochenende sind da 10 Autorennen und gleichzeitig ist auch noch der Motorrad Grand Prix, wenn dem ich dann dort bin. Also die Strecke von Macao und der ganze Event ist eigentlich recht tricky, weil man kommt dorthin. Und wir vom Motorrad Grand Prix, das sind die Ersten, die auf der Rennstrecke sind. Das heißt 7:30 Uhr am Morgen Training und es ist eine normale Straße. Also das ganze Jahr hindurch und die ganze Nacht vor dem ersten Training fahren dort die Autos, die LKWs. Die verlieren Diesel oder sonst irgendwas. Das wird dann kurzfristig schnell ein bisschen abdeckt und weggekehrt. Aber ein richtiger Grip ist dort nicht wie auf einer richtigen Rennstrecke, wo eigentlich immer voll gebolzt wird. Anybody who's raced the Isle TT, the Northwest 200, the Ulster Grand Prix, they've got to have passed some serious challenges and adapted to the special challenges of road racing. So we're reasonably confident in our selection that we've got guys that can get out of here having had a good time and put on a good show. Unlike permanent circuits, there's no facility to create runoff for motorcycle races. So, and that's been the same from day one. So anybody who comes here to
to compete know that they're going to be racing between Walls and Armco. A rider to race in road racing need to be precise, need to be is a special type of rider. Cannot make mistakes, because if you make mistakes, like you see every weekend in the MotoGP, guys they crash 2 or 3 times in the weekend. Road racing rider don't have this luxury. Was natürlich auch noch speziell ist an Macau, an diesem Grand Prix, der dort austragen wird, ist, dass da schon früher MotoGP-Piloten, also die 500er-Piloten dort waren, so wie der Kevin Schwanz zum Beispiel, der mit seinem Werksmotorrad dorthin ist und einfach einen guten Saisonausgang für sich und sein Team dort gemacht hat, indem er an dem Rennen teilgenommen hat. Also es hat schon richtig Charakter, die Rennstrecke und das Rennen. From Hong Kong, a Boeing Jetfoil will get you to Macau in less than an hour. This tiny, picturesque city dates back 4 centuries to the great era of Portuguese exploration, where the cobblestone streets and pastel-colored houses bear witness to its historic past. The race was no more than a lap and a half old when a 4-car pile-up of Fisherman's Bend robbed the track in spectacular fashion. Follow. A serious fire for that car up on the hilly section behind Früher us. sind sie einfach da rundum gefahren, man hat keine Hochhäuser und nichts gesehen. Heute ist alles zugebaut. Das sind die größten riesen Casino, Hotels und Komplexe, die es gibt auf der Welt. Und mittlerweile machen die einen 6- oder 7-fachen Umsatz von Las Vegas. Und das heißt ja was. Jetzt kommen wir auf die Rennstrecken. Jetzt machen wir mal schnell 1, 2 Runden da rundum und ich erkläre euch, wie das da abläuft, so eine Runde in Macau. Ja, das kann man sich jetzt schwer vorstellen, aber hier geht es dann richtig ab. Die erste Linkskurve nach der Stadt Ziel. Eine richtige Mutpassage, Schön innen an der Leitplanke entlang, hart aufs Gas beim Rausbeschleunigen und ganz außen wieder aufpassen. Sehr viele Wellen und Kanaldeckel, wenn man zu weit rauskommt, dann verschlägt es einen und man ist ganz schnell steckt man in der Leitplanke drinnen. Ganzen Schwung mit runternehmen. Es ist wirklich so wichtig, aus der Kurve und aus der nächsten Rechtskurve den ganzen Schwung mitzunehmen und aus der Kurve raus mit voller Beschleunigung zu kommen. Denn danach sind immer diese langen Geraden. Man kommt da runter im 6. Gang, ich denke so 305, 310 km/h und danach bremst man nicht. Nein, man schaltet einfach einen oder 2 Gänge zurück, je nach Übersetzung. Legt das Motorrad rechts um, voll und geht schon wieder leicht ans Gas, um das Motorrad in eine Stabilität ins Motorrad, ins Fahrwerk zu bringen. Denn ganz leichtes Gas hebt das Motorrad wieder aus der Federung raus und das ganze Motorrad fährt stabiler um die Kurve. Und das ist enorm wichtig bei so einer Kurve, die mit 250, 260 km/h gefahren wird. Man muss hier über die ganzen weißen Linien, über den ganzen rutschigen Scheiß drüber und surft dann irgendwie da zum Kurvenausgang, aber man muss beschleunigen, man muss Gas drauf haben. Darunter wieder Wellen. Das Motorrad fängt an zum Tänzeln und zum Schwingen. Was auch zu bedenken ist, das Einlenken in die Kurven ist ganz schwierig. Ihr seht, die Leitplanken sind alle schwarz-gelb, schwarz-gelb, schwarz-gelb. Das heißt, wenn ich nach vorn schaue und sehe die Kurven, ich sehe die Kurven nicht. Es ist einfach ein schwarz-gelber Streifen. Und wenn ich mit 280, 290 dort ankomme, dann ist es irrsinnig schwierig, den richtigen Einlenkpunkt zu finden, weil einfach alles schwarz-gelb ist vor dir und du siehst nicht, wo die Kurven anfängt. Jetzt kommen wir von der anderen Seite zu Lisboa-Kurven, genau dort, wo ich letztes Jahr den schweren Sturz gehabt habe. Also ich bin da rein, rausbeschleunigt, hart ans Gas, bupp, Highsider da gelegen und dann
habe ich wieder können zurück ins Training und bin am 6. Platz gefahren, bevor ich dann ins Spital bin. So, jetzt kommt der Rechtsknick durch die Unterführung unterhalb durch. Eine ganz ungute Stelle, ist immer ein bisschen rutschig, auch da, weil die Zebrastreifen, die haben sie zwar weggebrennt, aber es ist immer noch ein bisschen, es ist einfach ein bisschen rutschig und ungut da unterhalb drinnen. Und dann geht es da hoch. Den Hügel nennt man San Francisco Hill, weil es so wie in San Francisco halt hoch geht. Wir kommen mit dem zweiten Gang unten raus. Zweiter Gang dürft ihr euch nicht täuschen. Zweiter Gang ist nicht so langsam, weil der zweite Gang geht bis weit über 200 km/h. Beschleunigen im zweiten Gang, da durch auch. Dritter Gang, vierter Gang. Hier wird das Motorrad leicht, weil es über eine Überhöhung geht. Gleichzeitig sind da sehr viele Wellen im Belag. Das heißt, das Motorrad fängt so an zum Tänzeln. Und dann, wenn man vom Gas geht, das Motorrad ein bisschen einsackt, wird es ein bisschen besser. Aber man muss gleichzeitig Richtung machen und dann noch rechts rüber. Und die Wellen, die bringen das Motorrad immer noch aus der Ruhe die ganze Zeit. An der Mauer entlang ist jetzt eine Links-Rechts-Kombination. Man bremst außen an, man muss einlenken und man sieht nichts. Man sieht nicht, wo es hingeht. Links herum und rechts herum. Ganz wichtig ist, ganz flüssig fahren, ganz flüssig, geschmeidig mit Schwung. Nicht hart bremsen, nicht hart Gas geben, das funktioniert da nicht. Man muss immer einen Schwung mitnehmen und die Strecken ausnutzen, aber genau wissen, wo sind die Kanaldeckel, wo sind die Wellen. Denn einmal außer Kontrolle kann es ganz schnell sein, dass man so eine Mauer küsst. Und den Kuss, den mag keiner so gerne. In die links jetzt rein, kommen wir mit dem dritten Gang runter, zurück in den zweiten Gang, einlenken, ganz knapp an der Mauer entlang, aber Vorsicht, die Mauer ist nicht rund. Das heißt, man muss im gewissen Moment einen gewissen Abstand lassen, weil die Mauer dann einfach rauskommt zu dir. Du fährst herum und die Mauer kommt nach außen. Jetzt kommen wir zu einer sehr gefinkelten Stelle. Hier beschleunigt man durch, aus der Donna Maria raus, zweiter Gang, Vollgas runter, ungefähr kommt man da an mit 240 km/h, bremst, zurück in den ersten Gang und wir sind an der Hairpin. Eine ganz, ganz enge Rechtskurve, die man wirklich ein bisschen außen anfahren muss, damit man überhaupt herumkommt. Die fällt dann ab und hier ist immer sehr schlechter Grip. Das heißt, man kommt an, man ist ganz langsam, das Motorrad schiebt übers Vorderrad und man muss immer kämpfen, dass das nicht vorne wegknickt. Es geht steil bergab, man muss durchbeschleunigen, hart, Vollgas durchbeschleunigen, damit man den ganzen Schwung unten mit rausnimmt und kommt hier durch die Kompression durch. Und hier schlägt das Motorrad immer durch. Zuerst schlägt der Stoßdämpfer durch und dann der Reifen. Das quetscht so zusammen, dass du denkst, die Felge platzt. Wirklich, es ist extrem. Es gibt keine Kurve hier, die nicht blind ist. Macau hat keine einzige Kurve, die man sieht, wo der Kurveneingang ist, wo der Apex ist, sozusagen, der Kurvenscheitelpunkt und wo die Kurve rausgeht. Aber es ist schon cool da, zwischen die ganzen Casino-Hotels durch, zwischen die Hochhäuser, es ist der Hammer. So was gibt es nirgends. Und das Echo vom eigenen Motorenlärm, das ist der Wahnsinn, oder? Ja, es ist richtig, richtig cool da, richtig. It's unique and its uniqueness really demands that we make extra efforts to try and get the show completed with minimum risk possible, because it's a track that is fundamentally challenging because it's very fast and very wide in half of its length, and then it gets very tight and quite sinuous in the rest and quite narrow. So it's challenging. It requires focus and it requires a certain amount of sensitivity. So we try to select riders. The 28 riders that are here are selected through a committee process, and the criteria that they have to fulfill is to have experienced classic road racing. Usually I don't really do this kind of racing, it's usually all on track racing, but I have done the Northwest 200, which is also an international road race, but much different to this. It's in Northern Ireland, so you've got quite field and hedges and like lampposts, pillars, walls. Here you have walls, but it's usually solid steel barriers, so they're as dangerous as each other for sure. The adrenaline's as high in them both.
They're equally as fun and they're equally as prestigious, and this is one I haven't won yet, so hopefully we're about to go out and change that. Well, I've been told I've been coming to Macau for 23 years now, so fair few times. Track hasn't changed a bit, the surface has changed here and there, but still got the same bumps, the same bit of Armco around there, what scares the life out of you. So it's a unique kind of circuit. It's very hot, very sticky here this year. It's for this time in the morning. It was temperature was right up. This is my 4th year here, although the first year I didn't even race because I crashed early on in practice, which was not my fault. But and then I managed to actually win the last 2 years. So I've had 2 races, 2 wins, trying to get a hat trick, but who knows? There's about 10 other people at least that are going to try and stop me. So. Mein persönlicher Bereich, wo ich reinfahren kann mit den Motorrädern, wo wir da eigentlich mehr oder weniger selber aufbauen, ohne jegliche Werksunterstützung oder sonst was. Die sind wirklich heimgebackene Kekschen, die wir da rundum fahren. Und da sind wir so zwischen Platz 5 und Platz 8. Das Ziel ist natürlich immer höher, aber man muss ab und zu ein bisschen realistisch sein. Es kommt ganz darauf an, wie es läuft, wie man die Fahrwerksabstimmung hinbringt, wie die Reifen funktionieren. Es sind so viele Komponenten, die da ineinander eingreifen müssen, damit es richtig gut funktioniert. Und wenn es richtig gut funktioniert, könnte man vielleicht sogar aufs Podest fahren. Und das ist natürlich das große Ziel, einmal einen Fuß auf das Podest zu setzen. Zwischen den ganzen Fahrern mit ihren, also aus England sind ganz viele ganz gute Fahrer und auch auf ganz guten Motorrädern, Material, das ein Vielfaches wert ist von unseren Motorrädern. Und das wäre schon einmal cool, dazwischen rein zum Stechen. Es ist Peter Hickman ist sicher einer von den Top-Favoriten, der jetzt die letzten 2 Grand Prix gewonnen hat. Dann haben wir einen Michael Ratta, der hat schon 8-mal gewonnen in Macau. Dann, wer ist da? Glenn Irvine auf seiner Werks-Ducati. Und es sind wirklich echt ganz viele ganz gute Fahrer auf ganz guten Motorrädern. Und wir sind mittendrin, also Vollgas. Ich schaue immer, dass ich als Erster rausfahren kann. Einfach, dass keiner vor mir ist. Denn wenn ich einfach meinen Rhythmus fahren kann und so, dann präge ich mir die Strecken auch wieder am schnellsten ein. Dann bin ich ganz viel besser und schneller wieder im Rhythmus drinnen. Und dort kann man nicht, in Macau, da kann man einfach nicht mit der Brechstange fahren. Da muss man wirklich schön flüssig fahren. Es sind alle Kurven blind, also man sieht um keine Kurve. Das heißt, man fährt mit einer Geschwindigkeit, kommt man dort an. Und die muss im Kopf drinnen abgespeichert sein. Man kann das nicht visuell festlegen, ich kann jetzt da so schnell reinfahren, weil ich den Kurvenscheitelpunkt nicht sehe und auch den Kurvenausgang nicht sehe. Das heißt, ich muss wirklich nach Gefühl fahren und das geht bei mir einfach am leichtesten, wenn ich wirklich in so einen schönen, runden, flüssigen Stil reinkomme und wenn nicht vor mir 4, 5 andere Piloten sind, auf die ich immer aufpassen muss. Denn Überholen ist irrsinnig schwierig dort, weil es wirklich so winklig dahin geht und links und rechts die Mauern sind. Also man kann nicht schnell einmal über den Curb fahren, da gibt es keinen Curb, der Curb ist Mauer. Und wenn man an der Mauer anhängt, dann passiert es ganz schnell, dass sie einen dann nicht wieder wegstoßt, sondern sie zieht einen ran. Man bleibt hängen, zieht an der Schulter und dann zieht sie mit dem ganzen Motorrad hin und das geht ganz schnell, ganz schlecht aus. So, jetzt ist einmal das erste Training, 1 Stunde freies Training und das erste Qualifying, 45 Minuten vorbei. Also der erste Tag ist gelaufen. Am Morgen 1 Stunde freies Training und das Motorrad ist genau nicht dorthin gefahren, wo ich wollen habe. Bin 2-mal in die Mauer gefahren, habe ein bisschen Probleme mit der Gasannahme und einfach wirklich nicht sehr gut drauf gewesen. Aber habe mich dann anhängen können am schnellsten hinten und habe noch eigentlich eine relativ gute Runde hingebracht. Nachmittag Qualifying, bessere Reifen rein, Motorrad war viel besser, der Mario hat super eingestellt, also von Anfang an super funktioniert und bin auch auf Anhieb 2 Sekunden langsamer gefahren. So was nagt an die Nerven. Noch besseren Reifen reingemacht,
1,5 Sekunden schneller, also noch immer 1,5 Sekunden zu langsam. Ja, was soll man machen? Ich habe alles gegeben, habe in einen Qualifier reingesteckt und dann war ich nur mehr 1,5 Sekunden langsamer als wie mit dem harten Rennreifen am Morgen. Ich habe so ein paar Glücksbringer-Rituale, die ich da durchführe in Macau. Nämlich am Weg zu Rennstrecken stehen 4 so goldene Elefanten. Und normal nimmt man ein bisschen Blattgold und gibt es denen vorne auf die Stirn. Und ich tätschle ihnen halt immer am Hintern und ich denke, das bringt Glück. Kleines Tätschelchen am Hintern und ein bisschen verreiben. Und dann sind die Elefanten happy und ich habe Glück. Und bis jetzt hat es mir immer Glück gebracht. Yeah, I'm on pole position for the race. Ideally, I'd like to get a good start. If I get a good start, yeah, we'll put our head down from the beginning. The tyre wear is not an issue, which is nice. So yeah, I'll just get a good start, hopefully, and go. If I don't get a good start, it makes the race fun in a different way. 12 laps is a lot of racing around here, so we don't need to panic, but we just need to pick our moments to pass and gap them where we have considerable pace. Ja, jetzt sind noch 20 Minuten bis zum Rennen. Die Nervosität, Magen, Nerven, alles ist ein bisschen angespannt. Wir haben nochmal das Motorrad umgebaut fürs Warm-up und jetzt noch einmal ein bisschen. Also ich hoffe, dass es besser ist. Ich glaube, es ist besser. Zuschauertribünen sind auch voll. Ja, jetzt noch 12 Runden und dann eine schöne Party, Abschlussparty. Und dann nach Hause zu Frau und Kind. Like 12 laps, 2.5 minutes back, half an hour. The rain stops, he'll be happy. And he's off by Glenn Irwin. That's not right. Glenn Irwin's got off. It's 12 laps, it's Glenn Irwin on pole position. The man with the flag clears the grid. Look up above the track to the lights and be ready to go. And Irwin with his head down. Rutter with the front up in the air. Hickman with a great start, looking for the Irwin shuts that door on him. Sends Irwin from pole position. Hickman on second place beside him. Martin Jessup looking good as well. Colin Cummins in the mix. Irwin, Jessup, and then everybody else. Here we come, Hickman again, looking for a way round the side of Jessup as they run down towards the club. The tyres are not warm. Jessup is in front, Hickman's on the inside, Irwin's on the inside of Jessup as well. Irwin's in second place behind Hickman. All the way round the club, everybody gets through. And now, Irwin in second place. Not where he wanted, not as per script, and he will now have to do some work. Martin Jessup, as predicted, looking a lot more like we're accustomed to seeing him in third place. Hickman, this is sort of this race. Swings out wide of the running into Milner. Can't cut inside Hickman on the way out, so it's still Hickman leading them down the hill with Irwin behind in second place. Martin Jessup behind in third. That's a bit of a gap. Behind Jessup, a bit off the pace. As Irwin sticks it up the inside, they come out of the corner side by side. It's Irwin and Hickman side by side. It's Irwin in front of Hickman. Glenn Irwin retakes the lead. And was that Michael Rutter in front or Colin Cummins behind? Yes, it was. So Rutter's on the move as well. Hickman's on the move as well. This is where certain knowledge is so
so important. Right position is so important. Here or you will lose time. And you can make it difficult for anybody to get past you, but they can pressure you. And if you can see now that Irwin is breaking away, doesn't mean he can hang on to the gap that he's making now. Hickman will be aware of that. He's reeled people in around here before. Irwin over the line, and the gap is 1.1 seconds. Jeffrey is another 1.2 behind, and Michael Russell's right behind him, 0.3. So, and then it is, as before, Connor Cummins, and that's really a shame, isn't it? Derek Shields, who's so much promise here, and so after Connor Cummins in 5th place, it's David Johnson still 6th, Garrett Johnson, Lee Johnson, Lee Harrison, Dan Needed 10th on his way up, Danny Webb, Dan Cooper, and that's Connor Cummins, isn't it? And that's, no it's not, it's, oh dear, what a shame, exactly the same place. Will it do enough to break the toe and put Peter Hickman even further back? 1.3 seconds it was on the previous lap. Here comes Irwin, and it's not going to be very different, is it? Over the line they go, and it's 1.1. Peter Hickman still right there in Irwin's wheel tracks, and now we're getting to the point at half distance where we'll find out if Peter Hickman is right about tyres or Glenn Irwin is right about tyres. Irwin says it doesn't matter. Hickman says, oh yes it does, watch me. It's not even side by side. Oh dear, that's not very good. We're going to have a red flag, I feel sure, for some time afterwards. It's a high-speed section of the racetrack, and it's, as we say, a bad place to crash for anyone, even in a car. Now, we're going to wait until we get the message on the screen to find out what we are going, and all the riders on their way in. And I don't think that sometimes you're not quite accustomed to hard knocks of road racing. Ja, bei mir, ich bin eigentlich recht gut gestartet. Beim Anbremsen von der Lisboa war ich ein bisschen zu vorsichtig, da sind 2, 3 innen durch und habe im Anschluss gleich noch einmal 3 Plätze verloren beim Rausbeschleunigen dort. Ja, war ziemlich dann ein bisschen frustriert wegen dem, weil ich eigentlich gut dabei gewesen wäre. Habe noch 1, 2 Leute zurück überholt, bevor dann einer von mir das Problem gehabt hat mit dem Motorrad, also es ist Öl rausgekommen und so weiter, mir aufs Visier, und ich bin dann früher auf die Bremse, als ich hätte müssen, einfach aus Vorsicht, und habe dann Gott sei Dank, also das ist Gott sei Dank passiert, weil ich habe keine Bremsen gehabt. Es war auf einmal schlagartig die Bremsen weg und ich habe ins Leere gegriffen und ja, bin dann 2, 3 Kurven ohne Bremsen weitergefahren, habe probiert, es wieder zum Aufpumpen, ob sie wieder kommt. Hat sie nicht gemacht, ich wollte dann unten stehen bleiben wieder in der Lisboa, aber auf einmal hat sie wieder funktioniert. Bin dann noch einmal 2 Runden gefahren und wirklich vorsichtig immer probiert, funktioniert sie nicht. Hat funktioniert, blendend. Und genau an der gleichen Stelle, ich fahre runter, greife die Bremsen, nix, keine Bremse. Und dann habe ich entschieden, zum in die Box fahren und das Rennen zum Aufgeben. Und kurze Zeit später war dann ein schlimmer Unfall. Darum ist das Rennen jetzt abgebrochen worden und wird auch nicht wieder gestartet. Jetzt hoffen wir, dass nicht das Schlimmste passiert ist, aber aussehen tut es nicht gut. Aber das ist eben das verdammte Risiko beim Road Racing. Es geht so schnell, es kann so was Schlimmes passieren. Ja. Ich werde ganz oft gefragt, warum machst du das? Das ist gefährlich, das kann dir dein Leben kosten. Aber das können nur Menschen fragen, die noch nie in ihrem Leben eine richtige Leidenschaft entdeckt haben. Etwas, das Klick macht in dir. Du weißt, du musst das machen, um glücklich zu sein. Es führt kein Weg vorbei.
Was ist ein Leben wert, wenn eines Tages deine Träume mit dir sterben? Nichts.